Hi, ich bin Simon und ich werde dir in diesem Video eine Einführung in die Archetypen der Seele und die Seelenlehre nach Wada Hasselmann und Frank Schmollke geben. Hast du dir eigentlich schon mal folgende Fragen gestellt? Wer bin ich wirklich? Was macht mich aus? Warum bin ich so, wie ich bin? Warum verhalte ich mich eigentlich manchmal für mich oder andere nicht nachvollziehbar? Was war ich vor meiner Geburt und werde ich nach meinem Tod sein? Wenn dich die Themen genauso wie mich brennend interessieren, dann bist du in diesem Einführungsvideo genau richtig. Denn genau darum geht es in der Seelenlehre, die von Wada Hasselmann und Frank Schmollke von einer transpersonalen Wesenheit namens die Quelle empfangen wurden. Doch was ist denn überhaupt die Seele? Ich definiere sie als dein höheres, immaterielles und unsterbliches Selbst, was existierte, bevor du geboren wurdest und nach deinem Tod fortbestehen wird. Laut der Quelle ist deine Seele von bestimmten Archetypen der Seele geprägt. Du kannst dir die Archetypen der Seele auch als eine Art seelisches Erbgut vorstellen. Häufig werden die Archetypen der Seele auch als Seelenmatrix oder als Seelenplan bezeichnet. Durch treibende Kräfte in deinem Unterbewusstsein richtet sich die Seele ständig nach diesen Seelenarchetypen aus, also wirst du auch regelmäßig nach diesen Seelenarchetypen dich selbst ausrichten und deswegen sind sie so wichtig für dich. Ich werde jetzt im Folgenden schrittweise diese Seelenarchetypen erklären und auch die Seelenlehre erklären und ich werde wie folgt vorgehen. Beginnen werde ich mit einem Überblick über die 49 Archetypen der Seele. Anschließend erkläre ich die 7 Seelenrollen. Das dritte Thema ist die Organisation des Seelischen, Seelenstamm, Seelensippe und Seelenfamilie. Im Zuge dessen erläutere ich die Aufgaben innerhalb der Seelenfamilie, die 7 Wege der Seele. Der fünfte Punkt beschäftigt sich mit dem Seelenalter und dem Inkarnationszyklus. Danach erläutere ich die restlichen Archetypen der Seele, die 7 Urängste, die 7 Entwicklungsziele, die 7 Modi, die 7 Mentalitäten und die 7 Zentren und Reaktionsmuster. Zum Abschluss illustriere ich die Seelenmatrix anhand von Mahatma Gandhi und gehe auf den gesellschaftlichen Nutzen der Seelenlehre ein. In dieser Tabelle sind die 49 Archetypen der Seele aufgelistet. In den Zeilen der Tabelle befinden sich die 7 Matrixelemente Seelenrolle, Zentrum, Mentalität, Modus, Entwicklungsziel, Grundangst und Seelenalter. Jedes Matrixelement wie Seelenrolle und Entwicklungsziel kommt jeweils 7 Mal vor. Eines der 7 Merkmale entspricht jeweils einer der 7 Grundenergien. Jede Spalte in der Tabelle ist somit von einer der Grundenergien geprägt. Die erste Spalte entspricht der Grundenergie 1, eine unterstützende und heilende Energie. Die zweite Spalte entspricht der Grundenergie 2, eine erschaffende und gestaltende Energie. Die dritte Spalte entspricht der Grundenergie 3, eine durchführende und handelnde Energie. Die vierte Spalte entspricht der Grundenergie 4, eine lernende und lehrende Energie. Die fünfte Spalte entspricht der Energie 5, eine mitteilende Energie. Die sechste Spalte entspricht der Grundenergie 6, eine tröstende und wahrheitsverkündende Energie. Die siebte Spalte entspricht der Grundenergie 7, eine anleitende Energie. Die Seelenrolle bleibt über alle Leben gleich und auch das Seelenalter ist durch das Entwicklungsniveau der Seele vorgegeben. Jede Seele sucht sich vor ihrer Inkarnation eine spezifische Kombination von den übrigen Archetypen aus: Hauptangst, Nebenangst, Entwicklungsziel, Modus, Mentalität und Reaktionsmuster. Dabei wählt sie die Archetypen aus, die für ihre Entwicklung und Aufgaben am hilfreichsten sind. Damit du lernst, wie die einzelnen Archetypen der Seele funktionieren, möchte ich nun die Seelenarchetypen anhand der Seelenrolle erläutern. Deine Seelenrolle ist die Identität und Essenz deiner Seele. Es gibt 7 Seelenrollen: Heiler, Künstler, Krieger, Gelehrter, Weiser, Priester und König. Bei den Seelenrollen wird zur Abkürzung die männliche Form verwendet, wobei sowohl Frauen als auch Männer mit eingeschlossen sind. Die einzelnen Seelenrollen repräsentieren ein universelles Prinzip wie Dienen, Gestalten, Handeln, Lehren und Lernen,
mitteilen, trösten und führen. Jede Seelenrolle befindet sich auf einer der folgenden Ebenen: Expressionsebene, Inspirationsebene, Aktionsebene und Assimilationsebene. Auf der Expressionsebene geht es um den Ausdruck, auf der Inspirationsebene um das Erspüren, auf der Aktionsebene um Handlungen und auf der Assimilationsebene um Umwandlung. Innerhalb der Ebenen besteht die Dualität männlich und weiblich, die die 7 Seelenrollen in verschiedene Kategorien unterteilt. Die Aspekte mit den Energiezahlen 1, 2, 3, hier Heiler, Künstler und Krieger, gelten als weiblich und die Aspekte mit den Energiezahlen 5, 6, 7, hier Weiser, Priester und König, als männlich. Der Aspekt mit der Energiezahl 4, hier der Gelehrte, wird als neutral bezeichnet. Somit werden 2 Matrixelemente miteinander verbunden, sodass 3 Paare entstehen. Das Gegenteil des Künstlers, Energie 2, ist der Weise, Energie 5. Sie vertreten beide das Prinzip der Expression. Das Gegenteil des Heilers, Energie 1, ist der Priester, Energie 6. Sie vertreten beide das Prinzip der Inspiration. Das Gegenteil des Kriegers, Energie 3, ist der König, Energie 7. Beide vertreten das Prinzip der Aktion. Der Gelehrte, Energie 4, vereint die Dualität in sich selbst und vertritt das Prinzip der Assimilation. Ein Mensch lernt von genau den Menschen besonders viel, die das gegenteilige Prinzip vertreten. Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, warum sich bei den Seelenrollen ein Plus und ein Minus befinden. Die Seelenrollen, aber auch andere seelische Archetypen, haben einen Pluspol und einen Minuspol, die jeweils mit Plus und Minus gekennzeichnet sind. Plus- und Minuspol repräsentieren die Extreme von Angst und Liebe. Befindest du dich im Pluspol, bist du mehr in deiner Liebe als in deiner Angst. Regiert dahingegen der Minuspol, ist die Angst stärker als die Liebe. Du wirst in der Regel nur selten stark lieblos oder überaus liebevoll sein. Meistens wirst du dich eher im Mittelpunkt zwischen Plus- und Minuspol aufhalten und hin und her schwanken. Da du sowohl mit dem Plus- als auch mit dem Minuspol notwendige Erfahrungen machen kannst, ist weder der Plus- noch der Minuspol per se schlecht. Nur wenn Spannung zwischen dem Plus- und dem Minuspol besteht, ist Lernen möglich. Schauen wir uns jetzt einfach mal die Seelenrolle des Heilers und seine Pole genauer an. Das Prinzip des Heilers ist Dienen. Seine Farbe ist himmelblau. Im Minuspol ist er servil und im Pluspol hilfreich. 5 Adjektive, die meiner Meinung nach am besten einen Heiler umschreiben, sind empathisch, zärtlich, hilfreich, bedächtig und gelassen. In der Regel passen aber auch alle Archetypen, die sich in der Tabelle in der Spalte der Energie 1 befinden, also ganz links, zu Menschen mit der Seelenrolle Heiler. Also der Heiler kann in abgeschwächter Form auch mit den Wörtern Verzögerung, Selbstverleugnung, Zurückhaltung, Stoiker und emotional umschrieben werden. Das funktioniert dann natürlich auch genauso bei den anderen Seelenrollen. Beim Künstler passen dann beispielsweise die Merkmale der Energie 2, also der zweiten Spalte. Man sollte aber auch in die Betrachtung der Seelenrolle die übrigen Merkmale mit einbeziehen. Beispielsweise kann ein Heiler dominant auftreten, wie man am Beispiel von Angela Merkel sehen kann, deren Modus Macht ist. Gehen wir jetzt einfach mal die Seelenrollen der Reihe nach durch. Die zweite Seelenrolle ist der Künstler. Sein Prinzip ist Gestalten, seine Farbe schmetterlingsgelb, in seinem Minuspol ist er gekünstelt und in seinem Pluspol einfallsreich. Ich finde, dass folgende Adjektive gut zum Künstler passen: fantasievoll, spielerisch, negierend, ästhetisch und erforschend. Drittens, der Krieger. Sein Prinzip ist Kämpfen, seine Farbe blutrot, der Minuspol überwältigend und der Pluspol überzeugend. Meiner Meinung nach umschreiben die Archetypen der Energie 3 den Krieger gut, darüber hinaus die Adjektive tatkräftig, beschützend, loyal, draufgängerisch und aufopfernd.
Beim Gelehrten sind die Pole theoretisierend und wissend. Er hat das Prinzip Lehren und Lernen und zu ihm passt die Farbe grasgrün. 5 Adjektive, die gut zum Gelehrten passen, sind wissbegierig, strukturiert, spezialisierend, gerecht und distanziert. Der Weise, also Nummer 5, hat das Prinzip Mitteilen und die Farbe Sonnengelb. Er ist redselig in seinem Minuspol und ausdrucksvoll im Pluspol. Der Weise kann meiner Meinung nach durch folgende Adjektive charakterisiert werden: kommunikativ bis geschwätzig, systematisierend, verknüpfend, zielgerichtet und zufrieden. Die Seelenrolle mit der Energie 6 ist der Priester, sein Prinzip ist Trösten, seine Farbe Ozeanblau, sein Minuspol übereifrig und sein Pluspol barmherzig. Adjektive, die gut zum Priester passen, sind transzendent, ruhig, charismatisch, sensibel und einfühlsam. Die 7. und letzte Seelenrolle ist der König. Er hat das Prinzip Führen und die Farbe purpurrot. In seinem Minuspol ist er selbstherrlich und im Pluspol ist er hoheitsvoll. Verantwortungsbewusst, anleitend, raumfüllend, integrierend und eigenständig sind Adjektive, die, finde ich, den König gut charakterisieren. Und natürlich, wenn du genauere Erläuterungen der einzelnen Seelenrollen mit ihren Polen, aber auch der anderen Matrix-Elemente willst, empfehle ich dir die angegebenen Buchquellen, die ich dann immer unten als Quelle angegeben habe. Ich werde auch in der Zukunft versuchen, zu einzelnen Aspekten ein ausführliches Erklärvideo zu drehen. Ich möchte jetzt als nächstes die verschiedenen Seelenalter erläutern. Aber dazu muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen und zur besseren Verständnis des ganzen Kontextes erkläre ich jetzt zunächst den Inkarnationszyklus und die Organisation des Seelischen. Aber jetzt stellt sich ganz am Anfang eine ganz, ganz wichtige Frage und die stellt sich bestimmt auch für dich. Warum lebst du überhaupt und warum hast du dich hier auf der Erde inkarniert? Und die Antwort ist eigentlich relativ einfach. Das Geistige kann in der immateriellen Welt bestimmte Erfahrungen einfach nicht machen. Es kann beispielsweise nicht erfahren, was Ängste und Emotionen sind, wie es durch Handlungen ihre Liebesfähigkeit vergrößern kann, was soziale Interaktionen ausmachen und wie sie sich anfühlen. Menschsein ist für die Seele eine Suche nach mehr Erkenntnis und Liebe. Somit schafft sich das übergeordnete geistige Bewusstsein im Materiellen eine Welt, um seine Liebes- und Erkenntnisfähigkeit auszubilden und sich selbst auch erfahren zu können. Dazu spaltet es sich in verschiedene Einzelfragmente auf, die wir als Seelen bezeichnen. Damit eine Einzelseele sich das erste Mal als Säuglingsseele inkarnieren kann, muss sie sich vom Allganzen lösen, um eigene Wege gehen zu können. Um zu erläutern, wie das funktioniert, möchte ich zunächst die notwendigen Begriffe und die übergeordneten Einheiten Seelenstamm, Seelensippe und Seelenfamilie erklären. Das Allganze beinhaltet alles Geistige und Seelische. Aus dem Allganzen haben sich einzelne Seelenvölker und Seelen entwickelt. Beispiele für Seelenvölker sind Homo sapiens, Neandertaler, Delfine und Dinosaurier. Gewöhnliche Tierarten zählen nicht als Seelenvölker, sondern als Gruppenseelen. Die Menschenseelen sind zu übergeordneten Einheiten aus ca. 50.000 Seelen zusammengefasst, den Seelenstämmen. Jeder Seelenstamm setzt sich mit einem bestimmten Forschungsbereich auseinander. Die übergeordneten Themen, zu denen ein Seelenstamm forschen kann, sind in dieser Folie aufgelistet. Es gibt wieder 7 Forschungsbereiche. Energie 1 forscht zum Thema Empfindung, Energie 2 zur Erkenntnis, Energie 3 zur Materie, Energie 4 zu Raum und Zeit, Energie 5 zur Gemeinschaft, Energie 6 zur Transzendenz und Energie 7 zur Bedingtheit. Jeder Seelenstamm besteht aus 7 Seelensippen. Eine Seelensippe beinhaltet ca. 7.000 Seelen und besitzt eine Teilaufgabe im Rahmen der Stammesforschung. Ein Beispiel für eine Seelensippenaufgabe ist
Realität des Nicht-Sichtbaren. Das ist zugleich auch die Seelensippenaufgabe von Wada Hasselmann und Frank Schmollke. Jede Seelensippe besteht aus 7 Seelenfamilien, die jeweils zu einer der 7 Grundenergien zugeordnet sind. Eine Seelenfamilie besteht aus ca. 1000 Seelen und hat eine Spezialisierungsaufgabe im Rahmen der Sippenaufgabe. Die Seelenfamilienaufgabe von Wada Hasselmann ist beispielsweise zwischen subjektiver und objektiver Wahrheit unterscheiden. Die Einzelseelen haben Detailaufgaben innerhalb der Seelenfamilie. Ich möchte nun anhand von dieser Grafik den Aufbau eines Seelenstammes näher erläutern. In einem Seelenstamm existieren 7 Seelensippen, die einer Energiezahl von 1 bis 7 zuzuordnen und durch die grünen Rechtecke gekennzeichnet sind. Eine Seelensippe, also ein grünes Rechteck, besteht aus 7 weißen Kreisen, den Seelenfamilien. Jede der 7 Seelenfamilien ist abhängig von ihrer Aufgabe ebenfalls einer Energiezahl von 1 bis 7 zuzuordnen. Nun wollen wir uns die Zusammensetzung der Seelenfamilien genauer anschauen. Jede Seelenfamilie ist aus 2 bis 4 der 7 Energien zusammengesetzt. Vor der ersten Inkarnation wählt sich die Seelenfamilie 2 bis 4 zu ihrer Forschungsaufgabe passende Energien aus und gewichtet sie nach Prozentzahlen. Die Prozentanzahl der Zusammensetzung bestimmt sowohl die konkrete Wirkung der Seelenfamilie als auch die Anzahl der Seelenfamilienmitglieder mit einer bestimmten Seelenrolle. Um das zu illustrieren, hier ein Beispiel zu einer Seelenfamilie. Die Seelenfamilie hat die Aufgabe, Erforschung der Möglichkeit, fest formulierte, dogmatisch und historisch verankerte Glaubenssätze zu erschüttern. Sie wählt sich dazu zur Wahrheitsverkündung 49% Priesterenergien, für die Tatkraft 28% Kriegerenergien und zur Gestaltung neuer Möglichkeiten 22% Künstlerenergien. Die Seelenfamilie besteht damit zu 49% aus Mitgliedern der Seelenrolle Priester, zu 28% aus Kriegern und zu 22% aus Künstlern. Ich persönlich finde, dass deine Seelenfamilie sehr wichtig für dich ist, weil deine Seelenfamilienaufgabe deine Interessen prägt und deine Seelenfamilienzusammensetzung Auswirkungen auf deine Persönlichkeitseigenschaften hat. Bist du beispielsweise ein Künstler in dieser Seelenfamilie, dann wird es dir eine Freude sein, die Glaubenssätze von anderen Menschen zu identifizieren und sie bei Gelegenheit sogar anzuzweifeln. Dabei wirst du dich nicht nur zu 100% mit der Seelenrolle des Künstlers identifizieren, sondern auch priesterliche und kriegerische Charakterzüge haben. Abschließend möchte ich dir noch die Detailaufgaben innerhalb der Seelenfamilie erläutern. Diese nennt man auch Wege der Seele. Jede Seele hat innerhalb der Seelenfamilie eine von 7 Aufgaben. Diese Aufgabe bleibt über alle Inkarnationen gleich und wirkt sich auch auf die Persönlichkeitsstruktur innerhalb einer Inkarnation aus. Der Weg mit der Energiezahl 1 ist der Weg der Berührung und hat die Aufgabe, Kontakt und Kommunikation zwischen den Seelenfamilienmitgliedern herzustellen. Er hat den Minuspol Symbiose und den Pluspol Innigkeit. Befindet sich eine Seele auf dem Weg 2, dem Weg des Wissens, hat sie die Aufgabe, innerhalb der Seelenfamilie das notwendige Wissen bereitzustellen. Er hat den Minuspol Wissensgier und den Pluspol Gewissheit. Der Weg mit der kriegerischen Energie 3 ist der Weg der Kraft. Er hat die Aufgabe, den Seelengeschwistern Anstöße zu geben, den Minuspol Kraftmeierei und den Pluspol Potenz. Der Weg der Form ist der 4. Weg und hat die Aufgabe, den Seelenfamilienmitgliedern Form zu geben. Der Minuspol ist Pedanterie und der Pluspol Angemessenheit. Befindet sich eine Seele auf dem Weg mit der weisen Energie 5, ist sie auf dem Weg der Sehnsucht und spendet Geborgenheit an die Seelengeschwister. Er hat den Minuspol Sorge und den Pluspol Geborgenheit. Der Weg mit der Energiezahl 6 ist der Weg der Stille und hat die Aufgabe, Stille zu spenden und die Seelenfamilienmitglieder zu vereinen. Der Minuspol ist Sprachlosigkeit und der Pluspol ist Schweigen. Der 7. Weg ist der Weg der Suche. Er hat die Aufgabe, die Seelengeschwister anzutreiben und den Minuspol Unrast und den Pluspol Antrieb. Kommen wir nun zurück zum Inkarnationszyklus. Vom Allganzen löst sich der Seelenstamm, um Erfahrungen zu machen und zu einem Themengebiet zu forschen. Der Seelenstamm ist in Seelensippen und Seelenfamilien aufgeteilt.
Innerhalb der Seelenfamilie bekommt die Einzelseele eine Aufgabe, ihren Weg, zugeschrieben. Bei der ersten Inkarnation als Säuglingsseele trennt sie sich von der Seelenfamilie. Nach dem körperlichen Tod kehrt die Einzelseele in die immaterielle Welt zur Seelenfamilie zurück und wird nach einem Zeitraum wiedergeboren, um neue Erfahrungen zu machen und Lernaufgaben zu meistern. Diesen Zyklus von Tod und Wiedergeburt nennen wir Inkarnationszyklus. Innerhalb eines Inkarnationszyklus werden die 5 Seelenalter durchlaufen. Er erstreckt sich über einen Zeitraum von etwa 10.000 Jahren und ungefähr 100 Einzelinkarnationen. Die Seelenalter befinden sich in der untersten Zeile der Tabelle. Es gibt 5 Seelenalter: Säuglingsseele, Kindseele, junge Seele, reife Seele und alte Seele und 2 weitere Beseelungsstufen, nämlich die transpersonale Seele und die transliminale Seele. Diese beiden gehören nicht zum normalen Inkarnationszyklus der Seele. Sie sind eher selten und dienen der Bewältigung von Ausnahmezuständen des Kollektivs. Dein momentanes Seelenalter ist der Ausgangspunkt deiner Reise durch das jetzige Leben. Die Hauptthemen der Säuglingsseele sind erste Schritte ins Menschsein und Entdeckung des Körpers. Die Kindseele befasst sich schwerpunktmäßig mit den Themen Lebensfreude und Welterkundung. Die junge Seele mit Kraft, Macht und Eroberung. Die reife Seele mit Verantwortlichkeit, Problembewusstsein und Introspektion. Und die alte Seele mit Echtheit, Einsamkeit und Abschied. Auf jedem Seelenalter werden 7 Stufen durchlebt. Jede Stufe hat ein spezielles Thema, mit dem sich die Seele ausführlich in den circa 2 bis 4 Leben auf der Stufe auseinandersetzt. Im letzten Leben auf der Seelenalterstufe erreicht die Seele einen Kulminationspunkt und steigt in die höhere Stufe auf. Die 7 Stufen kann man grob mit 7 Mottos umschreiben. Das Motto der ersten Stufe jedes Seelenalters ist: Ich sammle neuen Mut. Der Anfang in einem neuen Seelenalter ist schwer und der Mensch braucht Zeit, sich hier zurechtzufinden. Die zweite Stufe hat das Motto: Ich suche Stabilität. Hier möchte sich der Mensch im neuen Seelenalter verankern und Wurzeln schlagen. Das Motto der dritten Stufe lautet: Ich werde unternehmungsfreudig. Der Mensch kommt aus sich heraus und wagt Vorstöße in neue Bereiche. Auf der 4. Stufe, Ich ernte die Früchte, kehrt der Mensch von seiner Abenteuerreise heim und möchte sich in seine neue Sicherheit einfinden. Das Motto der 5. Stufe ist: Ich werde unruhig. Hier ist der Mensch angespannt, plant neue Vorstöße, wird von Reiselust gepackt und untersucht erneut neue Bereiche. Die 6. Stufe ist: Ich brauche Ruhe und Harmonie. Und das ist eine ruhige und ausgeglichene Stufe und wird als Ruhe vor dem Sturm bezeichnet. Auf der 7. Stufe wendet der Mensch an, was er gelernt hat, und es ist für ihn eine große Lust, seine neu erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten einzusetzen. Am Ende der 7. Stufe nimmt er traurig Abschied und steigt in ein höheres Seelenalter auf. Die Leben auf den Stufen 1, 3, 5 und 7 sind tendenziell eher aktiver gestaltet als die Leben auf den Stufen 2, 4 und 6. Jetzt schauen wir uns am besten gleich mal die Stufen der 5 Seelenalter an. Die Themen auf den 7 Stufen der Säuglingsseele lauten: Erstens, alles ist neu. Zweitens, andere sind anders. Drittens, Freund oder Feind. Viertens, Wandel im Lauf der Zeit. Fünftens, Sprache und Gebärde. Sechstens, Glauben, dass alles lebt. Und siebtens, Herrschaft ausüben. Die 7 Themen der Kindseele heißen: Erstens, Unnötiges ist nötig. Zweitens, Freude am Leben. Drittens, Hass oder Liebe. Viertens, aus Beobachtung lernen. Fünftens, Zugehörigkeit ist wertvoll. Sechstens, die Götter sind wie ich. Und siebtens, Willenskraft erproben. Die junge Seele erforscht die 7 Themen. Erstens, ich und Körper sind identisch. Zweitens, ich gestalte meine Welt, wie sie mir gefällt. Drittens,
Freunde werden Feinde, Feinde werden Freunde. Viertens, Verzicht auf Rache erzeugt Gerechtigkeit. Fünftens, ich nehme mein Leben in die Hand. Sechstens, mein Verhalten stiftet Lebenssinn. Und siebtens, ich trage Verantwortung. Die Themen auf den 7 Stufen der Reifenseele lauten erstens Freiheit in Abhängigkeit erfahren, zweitens anderen und sich selbst Unrecht vergeben, drittens einem schlechten Herrn treu dienen, viertens aus Liebe auf Wesentliches verzichten, fünftens Schicksal und Leben anderen anvertrauen, sechstens die Trennung von Schuld und Unschuld aufheben und siebtens Möglichkeiten und Grenzen des Wollens erkennen. Im Zyklus der alten Seele lernt man erstens aus innerer Überzeugung gegen die geltende Moral handeln, zweitens sich selbst aufrichtige Bewunderung zollen und dafür auf die Bewunderung anderer verzichten, drittens präzise Innenschau mit einer aktiven Außenwirkung verbinden, viertens das Wohl der Gemeinschaft mit dem eigenen Wohl verbinden, fünftens unbeirrbar einen Weg verfolgen, ohne das Ziel zu erkennen, sechstens durch Sein wirken und auf Tun verzichten und siebtens empfangen ohne zu schenken und schenken ohne zu empfangen. Am Ende des letzten Lebens, auf der letzten Stufe des Zyklus der alten Seele, erlebt der Mensch eine Abschlussekstase, die man auch oft als Erleuchtung bezeichnet. Ein Mensch kann auch schon in früheren Seelenaltern Erleuchtungszustände erlangen, diese sind aber nicht so endgültig wie die Abschlussekstase. Nachdem ein Mensch sein letztes Leben abgeschlossen hat, inkarniert er nicht mehr in der physischen Welt und kann wieder mit seiner Seelenfamilie verschmelzen. Die Seelenfamilie kann dann in die Kausalwelt wechseln und sich dort als kausaler Lehrer für Seelen innerhalb des Inkarnationszyklus betätigen. Die Kausalwelt ist eine von den 3 Bewusstseinswelten der Seele, die ich auf dieser Folie aufgelistet habe. In der physischen Welt lebt die Seele auf der Erde. Die Astralwelt ist die Heimat aller Seelen, hier existiert die Seele zwischen den einzelnen Inkarnationen. Die Kausalwelt ist eine Welt für Seelenfamilien nach Beendigung des Inkarnationszyklus. Sie ist der Aufenthaltsort von Lehrern, die Seelen innerhalb des Inkarnationszyklus unterstützen. Ein Beispiel für einen solchen kausalen Lehrer ist die Quelle. Unser nächstes Thema sind die 7 Urängste. Deine Urängste sind nicht Teil deiner alltäglichen Ängste, sondern ein Bestandteil deines Seelenmusters und ein wichtiger Faktor deiner seelischen Entfaltung. Es gibt 7 Urängste: Angst vor Unzulänglichkeit, Angst vor Lebendigkeit, Angst vor Wertlosigkeit, Angst vor Unberechenbarkeit, Angst vor Mangel, Angst vor Verletztwerden und Angst vor Versäumnis. Jede Urangst hat ein Merkmal, an dem du sie erkennen kannst. Beispielsweise hat die Urangst vor Unzulänglichkeit das Merkmal Selbstverleugnung. Ein Mensch mit dieser Urangst neigt dazu, sich selbst und seine Bedürfnisse zu verleugnen und anderen den Vortritt zu lassen. Die weiteren Merkmale der Urängste sind Selbstsabotage, Märtyrertum, Starrsinn, Gier, Hochmut und Ungeduld. Ist dein Angstmerkmal Selbstsabotage, dann bist du von der Urangst vor Lebendigkeit geprägt. Du könntest dazu neigen, dich durch dein eigenes Verhalten zu sabotieren, um weniger Freude und Lebendigkeit empfinden zu müssen. Menschen mit der dritten Urangst vor Wertlosigkeit und dem Merkmal Märtyrertum neigen dazu, sich wertlos und schuldig zu fühlen und sich dadurch anderen aufzuopfern. Das Angstmerkmal Starrsinn ist geprägt von einer tiefgehenden Angst vor dem Unberechenbaren und vor Veränderungen. Sie hätten es am liebsten, wenn alles Vertraute immer so bleibt, wie es ist. Ist dein Angstmerkmal Gier, hast du die Angst, immer zu kurz zu kommen und zu wenig zu haben. Das könnte entweder bewirken, dass du alles an dich reißt, oder im Gegenteil, du in einer ständigen Askese lebst. Menschen mit der priesterlichen Angst vor Verletztwerden haben das Angstmerkmal Hochmut. Sie könnten ständig bemüht sein, sich abzugrenzen, sich zu schützen, sich als jemand Besseres darzustellen, um nicht angegriffen zu werden.
Ist dein Angstmerkmal Ungeduld, neigst du aus der Angst, Dinge zu versäumen, vermutlich dazu, alles so schnell, so früh und so effizient wie möglich zu machen. Es könnte aber auch auf der anderen Seite sein, dass diese Angst ins Gegenteil umschlägt und du als Scheintoter überhaupt nichts mehr machst. Das Merkmal deiner Urangst ist wie ein Schutz, der benötigt wird, um mit der darunterliegenden Urangst klarzukommen. Du besitzt eine individuelle Kombination von zwei Urängsten. Diese beiden Urängste werden als Grundangst bezeichnet. Eine deiner Urängste ist stärker ausgeprägt als die andere und diese nennt man Hauptangst. Die andere heißt bloß und einfach Nebenangst. Die Hauptangst betrifft die Aspekte des Lebens, die mit anderen Menschen nur indirekt etwas zu tun haben, wie beispielsweise die Zukunftsplanung und die Berufswahl. Die Nebenangst reguliert Nähe und Distanz in Beziehungen und betrifft Bereiche wie zum Beispiel Partnerschaft, Freundschaft, Kollegialität und familiäre Auseinandersetzungen. Deine Ängste sind für dich sehr wichtig, weil sie ein Potenzial zum Lernen bieten und dich zur Weiterentwicklung zwingen. Du brauchst deine Angst und kannst sie nicht loswerden. Aber durch Reflexion kannst du sie vielleicht ein bisschen abmildern oder vielleicht sogar auch ein bisschen stärker abmildern und dafür sorgen, dass sie dich nicht beherrscht. Bei den Urängsten gibt es im Vergleich zu den anderen Merkmalen die Besonderheit, dass der Pluspol nicht voller liebevoller, entspannter Energie ist, sondern ebenfalls von Angst bestimmt wird. Der Pluspol zeigt sich durch eine Maske von Freundlichkeit und Stärke und gibt sich als von Angst geprägte Tugend. Der Minuspol der Urangst vor Unzulänglichkeit ist unterwürfig und der Pluspol ist bescheiden. Die Urangst vor Lebendigkeit hat den Minuspol selbstzerstörerisch und den Pluspol aufopfernd. Die Pole der Urangst vor Wertlosigkeit sind im Negativen selbstbestrafend und im Positiven selbstlos. Der Minuspol der Urangst vor Unberechenbarkeit ist verbissen und der Pluspol entschlossen. Die Urangst vor Mangel hat den Minuspol unersättlich und den Pluspol selbstzufrieden. Die Pole der Urangst vor Verletztwerden sind selbstgefällig und stolz. Und die Urangst vor Versäumnis hat die Pole unduldsam und waghalsig. Kommen wir nun endlich zur nächsten Zeile, dem Entwicklungsziel. Dein Entwicklungsziel ist das Ziel, was sich deine Seele im derzeitigen Leben gesetzt hat. Es bestimmt die Erfahrungen, die du in deinem Leben machen möchtest. Andersherum entsprechen die Erfahrungen, die du machst, deinem gesetzten Entwicklungsziel. Dein Entwicklungsziel prägt alles, was du in den Mittelpunkt deiner Bemühungen stellst, was du wirst und was du werden willst. Wie du dein Entwicklungsziel umsetzt oder erreichst, kannst du mit jeder Handlung und Reaktion bewusst entscheiden. Und die Entwicklungsziele haben natürlich auch wieder Pole, nämlich das Entwicklungsziel mit der Energie 1 heißt verzögern und hat den Minuspol Rückzug und den Pluspol Rückschau. Das zweite Entwicklungsziel ablehnen besitzt die Pole Vorurteil und Urteilskraft. Das kriegerische Entwicklungsziel Unterordnen hat den Minuspol Unterwerfung und den Pluspol Hingabe. Das Entwicklungsziel Stillstand besitzt die Pole Erstarrung und Innehalten. Der Minuspol des Entwicklungsziel Akzeptieren mit der Energie 5 ist Liebedienerei und der Pluspol Güte. Das priesterliche Entwicklungsziel heißt Beschleunigen und hat den Minuspol Verwirrtheit und den Pluspol Einsicht. Das siebte Entwicklungsziel Herrschen besitzt im Negativen den Pol Diktatur und im Positiven den Pol Führung. Hast du das Entwicklungsziel verzögern, bist du vermutlich langsamer und gemütlicher im Leben unterwegs als andere. Gehst nicht über die Details hinweg, sondern untersuchst die Einzelheiten unter der Lupe. Menschen mit dem Entwicklungsziel ablehnen, werden in der Inkarnation versuchen zu lernen, nicht alles zu akzeptieren und ein gesundes Nein aussprechen zu können,
ohne sich selbst zu schädigen und Dinge zu zerstören. Beim kriegerischen Entwicklungsziel Unterordnen geht es um die Lernaufgabe, sich einer äußeren Instanz unterordnen zu können und in ein größeres Gesamtgefüge einfinden zu können. Ein Mensch, der das Entwicklungsziel Stillstand gewählt hat, durchlebt eine Zeit des Innehaltens, um sein seelisches Wachstum zu fördern und innerlich zu wachsen. Das Entwicklungsziel Akzeptieren heißt zu lernen, sich auf Umstände einzulassen, aber nicht durch schmerzliche Resignation, sondern durch ein Bejahen voller Liebe und Güte. Hast du das Entwicklungsziel Beschleunigen, wirst du vermutlich sehr viel in deinem Leben erleben, könntest dazu neigen, dir Dinge schwerer zu machen, als sie sind, und musst lernen, dir Ruhezeiten zur Reflexion zu gönnen. Menschen mit dem Entwicklungsziel Herrschen wollen lernen, die Führung zu übernehmen. Sie sollten darauf achten, die Interessen anderer zu beachten und ihren Dominanz niemandem aufzuzwingen. Auch Herrschen bedeutet, sich anderen unterzuordnen. Unser nächstes Thema ist der Modus. Dein Modus ist die Art, wie du dein Entwicklungsziel erreichst und wie du dein Leben am kraftvollsten führst. Also auch der Modus ist absolut wichtig. Er ist die Quelle deiner Freude und deiner Kraft. Mithilfe deines Modus kannst du zu starke Herausforderungen abmildern und in Erfahrungen Schärfe und Farbigkeit einbringen. Darüber hinaus kann dir dein Modus Impulse geben, die dir bei der Erreichung deines Entwicklungsziels helfen. Befindest du dich im Pluspol deines Modus, förderst du ohne große Anstrengung dein Entwicklungsziel. Der Modus mit der unterstützenden Energie 1 heißt zurückhalten und hat den Minuspol Hemmung und den Pluspol Zügelung. Der zweite Modus, Vorsicht, besitzt den Minuspol Überängstlichkeit und den Pluspol Bedächtigkeit. Der Modus Ausdauer hat die Pole Unverrückbarkeit und Beharrlichkeit. Der Modus der gelehrten Energie 4 heißt Beobachtung und hat im Negativen den Pol Überwachung und im Positiven den Pol Klarsicht. Der fünfte Modus Macht hat die Pole Bevormundung und Autorität. Der Modus mit der Energie 6, also der priesterlichen Energie, ist Leidenschaftlichkeit und hat den Minuspol Fanatismus und den Pluspol Charisma. Der siebte Modus Aggressivität hat die Pole Streitsucht als Minuspol und Dynamik als Pluspol. Hast du den Modus Zurückhaltung, zügelst du deine Kraft, Lust, Angst, Wut und Willen und lässt dich von deinen Gefühlen und Bedürfnissen nicht fortreißen. Der Mensch mit dem Modus Vorsicht ist darauf aus, nicht zu wild und unbedacht auf seine Ziele und insbesondere sein Entwicklungsziel hinzusteuern. Der Modus Ausdauer erreicht seine langfristig gesteckten Ziele mit kontinuierlichem Krafteinsatz und ohne nachzulassen. Hast du den Modus Beobachtung, ist deine Wahrnehmung sehr stark und du lernst und entwickelst dich aus der Beobachtung deiner äußeren Umstände weiter. Der Mensch mit dem Modus Macht hat ein Bedürfnis, seine Macht auszuüben und erreicht sein Entwicklungsziel am besten in einem Zustand einer natürlichen Autorität. Der priesterliche Modus Leidenschaftlichkeit zeichnet Menschen mit einer hohen Einsatzbereitschaft und Begeisterungsfähigkeit aus. Sie erreichen ihre Ziele durch sehr leidenschaftlichen Einsatz. Menschen mit dem Modus Aggressivität neigen im Gegensatz zum kriegerischen Modus Ausdauer eher zu Energieschüben. Also vorher war es ja eher kontinuierliche Energie. Er erreicht seine Ziele am besten durch dynamisches Voranschreiten. In der nächsten Zeile geht es um die Mentalität. Den Begriff Mentalität, den kennen wir ja alle eigentlich aus dem Alltag. Und vergleicht man ihn mit dem seelischen Archetypen, ist es eigentlich jetzt gar nicht so ein großer Unterschied. Deine Mentalität ist deine Einstellung und Haltung gegenüber deiner individuellen Realität. Sie ist deine Fähigkeit, die Welt und die äußeren Umstände zu betrachten und einzuordnen. Umfassen tut sie Vorstellungen, Ideen, Gedankenmuster und Glaubenssätze, damit du die Wirklichkeit auf deine Art und Weise begreifen kannst. Deine Mentalität ist wie ein mentales Gerüst,
indem du dich bewegst, ohne gezwungen zu werden, deine Vorstellung und Einstellung häufig ändern zu müssen. Du kannst die Schärfe und Gewichtung deiner Überzeugungen ändern, aber deine Grundüberzeugung selbst nicht. Menschen mit ähnlicher oder gleicher Mentalität verstehen sich besser als Menschen mit unterschiedlicher Mentalitätsstruktur. Also du wirst vermutlich in deinem Freundeskreis eher Menschen mit ähnlicher oder gleicher Mentalität finden. Gehen wir jetzt einfach mal die 7 Mentalitäten schrittweise durch. Die heilemäßige Mentalität ist der Stoiker und hat den Minuspol resigniert und den Pluspol gelassen. Er nimmt die Umstände eher entspannt hin und so wie sie sind und ist davon überzeugt, dass alles gut so ist, wie es ist. Die Mentalität mit der Energiezahl 2 ist der Skeptiker mit den Polen misstrauisch und nachforschend. Skeptiker zweifeln Tatsachen an, suchen nach der Wahrheit und können Illusionen aufdecken. Der Zyniker ist die dritte Mentalität, besitzt den Minuspol herabsetzend und den Pluspol kritikfähig. Darüber hinaus möchte er die Wirklichkeit und Wahrheit mit seinem Wissen in Einklang bringen. Die Mentalität des Pragmatikers hat die Pole stur und praktisch. Er ist geprägt von der gelehrten Energie 4 und passt seine Einstellung und Haltung immer so an, wie sie für die jeweilige Situation am sinnvollsten scheint. Also der typische Pragmatiker einfach. Die 5. Mentalität ist der Idealist, mit dem Minuspol abgehoben und dem Pluspol verschmelzend. Idealisten sind mit der Realität selten zufrieden und streben danach, die äußeren Umstände zu perfektionieren. Der Spiritualist besitzt die Pole leichtgläubig und überprüfend. Das ist die priesterliche Mentalität. Sie ist von Hoffnung und Glaube geprägt und möchte sich dem Göttlichen annähern. Die königliche Mentalität, Realist, hat den Minuspol mutmaßend und den Pluspol wahrnehmend. Realisten geben sich in der Regel keine Illusionen hin und prüfen Erlebnisse, Ereignisse und Pläne nach ihrem Wahrheitsgehalt. Das Reaktionsmuster ist der letzte Archetyp, mit dem wir uns beschäftigen. Zum Reaktionsmuster habe ich 2 Definitionen gefunden. Zum einen ist es die Art und Weise, wie du auf ungewohnte Ereignisse reagierst, und zum anderen ist es die Anbindung der Seele an die körperlichen Kräfte. Genau genommen ist es das Zusammenspiel der beiden primär aktiven Reaktionszentren, genannt Zentrierung und Orientierung, in deinem Körper. Also du hast dir quasi vor deiner Inkarnation 2 Energiezentren gewählt. Dieses eine Zentrum, also deine Zentrierung, beschreibt, mit welcher Energie du unmittelbar auf deine Umwelt reagierst. Also mit Betonung auf das Wort unmittelbar. Der emotional Zentrierte reagiert gefühlvoll und stumm, der intellektuell Zentrierte analysiert und redet und der motorisch Zentrierte bewegt sich. Diese Energie wird dann vom ersten Reaktionszentrum auf das zweite Reaktionszentrum gerichtet, was man dann Orientierung nennt. Die Orientierung, also dieses zweite Reaktionszentrum, gibt an, wie sich diese Reaktion dann ausdrückt. Beispielsweise richtet ein Mensch mit motorisch-intellektuellem Reaktionsmuster seinen Bewegungsdrang auf das Denken und benötigt Bewegung, um denken zu können. Also man spricht diese Zentren quasi hintereinander. Schauen wir uns jetzt mal einen Menschen mit intellektuell-emotionalem Reaktionsmuster an, also zuerst intellektuell und dann emotional. Der denkt zuerst und betrachtet dann seine Gefühle meist erst im Anschluss. Die Reaktionszentren, die in der Menschheit am häufigsten vorkommen, sind das emotionale, das intellektuelle und das motorische Reaktionszentrum. 1, 2 und 7 von den Energiezahlen her. Darüber hinaus ist auch jedes Reaktionszentrum einem Chakra zugeordnet. Das Reaktionszentrum mit der Energiezahl 1 ist das emotionale Reaktionszentrum und ist dem Herzchakra zugeordnet. Es hat den Minuspol sentimental und den Pluspol sensibel. Das zweite, also das intellektuelle Reaktionszentrum, besitzt den Minuspol vernünftelnd, den Pluspol nachdenklich
und entspricht dem Kehlchakra. Sexuell ist das dritte Reaktionszentrum und wird dem Nabelchakra zugeordnet, hat den Minuspol verführerisch und den Pluspol schöpferisch. Also mit Nabelchakra meine ich das Unterbauchchakra. Mit sexuell ist nicht primär der Geschlechtsakt gemeint, sondern ein Reaktionsmuster, das geprägt ist durch Schöpfungs- und Zeugungskräfte. Diese können sich auf alle Bereiche des Lebens erstrecken. Das instinktive Reaktionszentrum entspricht der Energiezahl 4 und dem Wurzelchakra an der Sitzfläche, also dem untersten Chakra von der Wirbelsäule aus gesehen. Der Minuspol ist unbedacht und der Pluspol ist spontan. Das Reaktionszentrum der Energie 5 heißt spirituelles Zentrum. Es befindet sich am Stirnchakra, hat den Minuspol telepathisch und den Pluspol inspiriert. Das sechste Reaktionszentrum heißt ekstatisch und wird dem Scheitelchakra zugeordnet. Es hat den Minuspol sensitiv und den Pluspol mystisch. Das motorische Reaktionszentrum befindet sich am Sonnengeflechtchakra, also etwas über dem Bauchnabel, besitzt den Minuspol hektisch und den Pluspol unermüdlich. So, jetzt habe ich natürlich schon alle Seelenarchetypen erläutert und jetzt möchte ich auch mal das Ganze anhand eines Beispiels erklären. Und ich fand eigentlich die Seelenmatrix von Mahatma Gandhi am spannendsten, deswegen habe ich mir jetzt Mahatma Gandhi rausgesucht. Und jetzt noch vielleicht vorneweg, es gibt ja diesen Begriff Seelenchiffre, der in diesem Zusammenhang auch immer benutzt wird, den erkläre ich jetzt kurz. Mit Hilfe dieses Seelenchiffres kann man die Archetypen der Seele eines Menschen darstellen. Also in dem Fall jetzt Mahatma Gandhi. Und das Seelenchiffre ist im Grunde genommen eine Zahlenfolge, in der die Energiezahlen der Seelenarchetypen in einer vorgegebenen Reihenfolge aufgeschrieben werden. Also beispielsweise war das Seelenchiffre von Mohandas Mahatma Gandhi 3, 7, 1, 3, 6, 4, 2, 3, 5, 5. Und die Zahlen, die zu einem Archetyp gehören, die sind dann immer mit einem Querstrich gekennzeichnet. Also zum Beispiel jetzt das Seelenalter, Alt 5, ist mit 5 Querstrich 5 gekennzeichnet, weil das gehört ja dann beides zum Seelenalter und ist an der 7. Stelle. Jetzt mal alles zusammengenommen, hatte Gandhi damit die Seelenrolle des Kriegers, die Hauptangst Ungeduld, die Nebenangst Selbstverleugnung, das Entwicklungsziel Unterordnung 3, den Modus Leidenschaftlichkeit, damit wären wir bei der 6, die Mentalität Pragmatiker 4, das Reaktionsmuster intellektuell-sexuell, also intellektuell ist 2 und sexuell ist 3, also 2-3 und das Seelenalter Alt 5, 5, 5. Und das Motto vom Seelenalter Alt 5 ist unbeirrbar einen Weg verfolgen, ohne das Ziel zu kennen. Und ich finde, das passt eigentlich alles ganz gut zu dem, was ich von Mahatma Gandhi mitgekriegt habe. Also ich habe jetzt bloß seine Biografie gelesen und auch seinen Film angeschaut. Und natürlich kann man das jetzt nicht so beurteilen, aber ich finde das eigentlich schon ganz passend und das hat Werner Hasselmann gechannelt und es steht im Buch Archetypen der Seele drin. So, und jetzt mache ich den kompletten Abschluss des ganzen Themas und den möchte ich gerne natürlich mit so einem bisschen einem Ausblick gestalten, also dem Nutzen der Seelenlehre. Und ich möchte bezüglich des Nutzens der Seelenlehre mit einem Zitat von der Quelle anfangen. Zitat: Wir geben euch diese Lehre von der Seele, damit ihr immer häufiger die Möglichkeit erhaltet, Liebe und Erkenntnis gleichzeitig zu erfahren. Was immer wir sagen, ist getragen von diesen beiden Prinzipien. Ihr könnt sie spüren, ihr könnt sie erfahren. Ihr Menschen habt zu eurer seelischen Dimension nur in Ausnahmefällen Zugang. Besonders jene, zu denen wir in erster Linie sprechen, die Kinder der Aufklärung, des Materialismus und des Rationalismus,
brauchen eine Öffnung zu jenem Teil, der ihre zweite, irrationale Hälfte ausmacht und der nicht von den Kräften ihres geschulten, analytischen und logischen Verstandes abgelehnt werden muss. Wir möchten ein Gegengewicht schaffen, ohne Erkenntnis zu leugnen und ihren Wert herabzuwürdigen. Zitat Ende. Und ich finde das Zitat eigentlich sehr passend, auch gerade zu dem Thema. Und ich habe mir aber natürlich auch noch ein paar Aspekte selber herausgesucht, die den Nutzen der Seelenlehre für die Menschheit so ein bisschen darlegen könnten. Und für mich ist ein weiterer Aspekt, der meiner Meinung nach einen Nutzen für die Menschheit darstellen könnte, der seelische Einfluss auf das Ich. Also nicht nur die Faktoren wie unsere Erbanlagen oder die Umwelt, sondern auch seelische Archetypen wie das Seelenalter und das Entwicklungsziel beeinflussen uns. Also das will ich mit dieser Grafik darstellen. Also wir haben ganz viele Einflussfaktoren von uns, also die sowohl von der Umwelt auf uns treffen, aber auch durch unsere Erbanlagen bedingt sind. Aber natürlich hat die Seele auch einen Einfluss. Also wenn ich jetzt ein hohes Seelenalter habe, dann verhalte ich mich ganz anders, als wenn ich jetzt eine junge Seele am Anfang bin. Und natürlich haben die Vorleben auch einen Einfluss. Also wenn ich da unterbewusst irgendwie Einflussfaktoren habe. Oder jetzt habe ich auch noch hier als Beispiel das Entwicklungsziel. Also wenn ich jetzt Entwicklungsziel ablehnen habe, dann gehe ich natürlich an die Welt komplett anders heran, als wenn ich das Entwicklungsziel akzeptieren habe. Und wenn man das natürlich dann weiterdenkt und sich die ganzen Merkmale anschaut, die einen Einfluss auf einen haben, dann ändert das unglaublich viel an unserem Weltverständnis, aber auch an unserem Menschenverständnis. Und meiner Meinung nach müsste ein Anerkennen dieser Tatsache zwangsläufig zur Überarbeitung vieler wissenschaftlicher Theorien und zu neuen Erkenntnissen führen. Also nicht nur physikalisch gesehen, sondern halt natürlich auch philosophisch, psychologisch, soziologisch und so weiter. Machen wir mal in der Auflistung weiter. Darüber hinaus können wir durch Auseinandersetzung mit der Seelenlehre eine größere Toleranz für unser eigenes Verhalten und Probleme an den Tag legen und entwickeln so unsere Persönlichkeit durch Selbstreflexion weiter. Und nicht nur gegenüber uns können wir mehr Toleranz zeigen, natürlich auch gegenüber die anderen, also bezüglich deren Handlungen und deren Probleme. Denn durch die Seelenlehre lassen sich dann zum Beispiel irrationale und moralisch verwerfliche Handlungen, Entwicklungsverzögerung und Beschleunigung erklären. Zudem können wir andere Menschen in ihrer seelischen Entwicklung helfen und spezifische Unterstützung für die jeweiligen Archetypen wie Seelenalter oder Entwicklungsziel geben. Also wer sich vielleicht mit dem Modell Spiral Dynamics auskennt, da gibt es ja auch ganz spezifische Anweisungen, wie man einem Menschen auf der jeweiligen Entwicklungsstufe helfen kann. Und sowas gibt es dann vielleicht dann auch mal später irgendwann. Und letztendlich können wir dann mit der Seelenlehre ein Bewusstsein für Spiritualität in der Gesellschaft schaffen und die Persönlichkeitsentwicklung anderer Menschen fördern. Gut, damit sind wir jetzt am Ende des Videos angelangt. Mir hat das Ganze eine Menge Spaß gemacht und ich werde versuchen, zu einzelnen Aspekten noch weitere Videos zu drehen. Mir ist eine Sache jetzt zum Abschluss noch ganz, ganz wichtig. Die Archetypen der Seele und die Seelenlehre sind bloß ein Modell und sind nicht als so die absolute Wahrheit anzusehen für alle anderen Menschen. Die Archetypen der Seele sind eine Systematisierung und die Seelenlehre ist im Ganzen ein Erklärungsansatz. Und zudem beeinflussen sich natürlich diese ganzen Archetypen und Elemente auch gegenseitig und sind dann nochmal beeinflusst auch von Genen, von der Umwelt und sogar auch von den eigenen Erfahrungen. Ich habe hier jetzt noch ein paar Bücher, die ihr als weiterführende Quellen euch mal anschauen könntet. Also die Archetypen der Seele empfehle ich natürlich total. Dann die junge Seelen, alte Seelen, ebenfalls von Wada Hasselmann und Frank Schmolke. Dann die Seelenfamilie
Und auch ganz neu rausgekommen ist das Archetypen-Handbuch. Kann ich auch empfehlen. Darüber hinaus gibt es dann auch noch Webseiten, die ich empfehle, nämlich www.septana.de und www.seelenakademie.org für Beratung, weiterführende Materialien und Informationen auch. Und auf den Webseiten kannst du dann auch Menschen finden, die dir deine Archetypen ermitteln können. Lass mich sehr, sehr gerne in den Kommentaren wissen, wie du das Video fandest und was für Erfahrungen du bis jetzt mit den Archetypen der Seele und der Seelenlehre gemacht hast. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du sehr gerne auch unten Gefällt mir drücken und das Video mit anderen teilen. Wenn du weitere Videos zu den Themen Archetypen der Seele und Seelenlehre anschauen möchtest, kannst du auch gerne den Kanal abonnieren. Schön, dass du dabei warst. Dein Simon.